Er will seinen Vater rächen. Dann erzähl ihm doch gleich auch, wie du ihn umgebracht hast. Ja, Sebastian, ich hab ihn umgebracht. Die Alte flippt total aus. Ich brauche die Babytasche hinten aus dem Kofferraum. Lass dich ja nicht einwickeln. Meine Tochter hat Hunger. Hey, jetzt mach keinen Scheiß! Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe. Aber wenn er überhaupt nicht verurteilt wird. Das Wichtigste ist, dass du dich wehrst und dir wieder in die Augen schauen kannst. Bringen wir es hinter uns. Gibt gar keine Fotos und keine Verletzungen, weil es gar keine Vergewaltigung gibt. Hören Sie. Wo ist der andere Pisser? Piss! Hey, Alter. Ich hab sie voll erwischt. Ich hab sie umgebracht. Sind die Blumen schon da, Justus? Sind soeben angekommen, Gräfin. Sehr schön. Was denn? Keine Servietten in Schwanenform? Ich dachte, das wäre der neueste Schrei in bürgerlichen Kreisen. Na, wenigstens sind meine Kreise bürgerlich, während Sie in der Klapse zur Welt gekommen sind. Danke, Justus. Ja, ich bin mir sicher, der jährliche Cocktailempfang der Jana von Lahnstein Stiftung wird wie immer ein großer Erfolg. Clarissa von Anstetten hat übrigens auch zugesagt. Also ich unterbreche euch wirklich ungern bei solchen wichtigen Themen, aber dürfte ich eure geschätzte Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass unser Winkeladvokat jämmerlich versagt hat? Marlene jetzt da steht wie eine Lügnerin? Dafür steht allerdings ihr Manager, also Tristan, demnächst vor Gericht, weil er auf diesen Rheinsberg losgegangen ist. Der wiederum wird heute, wenn nicht alles schief geht, freigesprochen, womit sich Tristans mildernde Umstände in Luft auflösen. Ansgar, das ist eine Katastrophe, genau wie die Bilanzen von Lahnstein Entertainment, ich weiß. Marlene steht mitten im Prozess. Natürlich geht ihre Zweitbesetzung auf die Bühne. Ja. Dumm nur, dass die keiner sehen will oder hören. Marlenes CDs kriegen wir auch nur noch los, wenn wir sie auf Kaffeefahrten Senioren als Gratisbeigabe zu einer Heizdecke unterjubeln. Also ich glaube, jetzt reicht es, Ansgar. Marlene hat diese Vergewaltigung nicht vorgetäuscht. Ich weiß das. Aber die Leute da draußen nicht. Und wenn dieser Rheinsberg freigesprochen wird, dann hat sie ihren Ruf weg. Dann kann sie noch unter der Dusche singen. Ansgar, warum erzählst du uns das eigentlich? Ganz einfach. Weil wir auf der nächsten Gremiumssitzung darüber abstimmen werden, ob Lahnstein Entertainment abgestoßen wird. Die Anwältin von diesem Stück Dreck war tatsächlich hier und auf Königsbrunn und will, dass ich aufgebe? Diese Mertens ist kalt wie Eis. Aber in einer Sache hat sie recht. Alexander kann dir die Hölle auf Erden bereiten. Was soll das denn heißen? Dass sie dieses unverschämte Angebot annehmen soll? Nein, aber sie muss wissen, worauf sie sich einlässt. Ich glaube, das weiß Marlene besser als wir alle zusammen hier. Wenn ich mir vorstelle, dass dieser Kerl ungestraft davonkommt, dann... Mann, ich kotze! Ja, ich auch, Kimi, ich auch. Wenn Alexander dich nach einem verlorenen Prozess wirklich anzeigen sollte, dann... Ich will einfach nicht, dass es so weit kommt. Du willst, dass ich dieses Angebot annehme? Marlene, was Tristan meint, falls du dich entscheidest, die Klage zurückzuziehen, wir würden trotzdem alle hinter dir stehen. Aber ich könnte nicht mehr hinter mir stehen. Und deshalb ziehe ich die Sache jetzt erst recht durch. Ich muss noch mal los. Ich treffe Sebastian, um meine Aussage noch mal durchzugehen. Marlene. Egal, wie die Sache heute ausgeht.
Und was auch immer mit diesem Rheinsberg passiert, wenn du den Gerichtssaal verlässt, dann mit der Gewissheit, dass du dich gewehrt hast. Und darauf kannst du stolz sein. Danke. Und? Sie lebt. Wir müssen sie unbedingt von der Straße holen. Wenn sie irgendjemand sieht, dann... Ist das alte Militärkrankenhaus? Also nichts für ungut, aber meinst du nicht, dass wir sie, wenn überhaupt, in ein richtiges Krankenhaus bringen sollten? Ja, hast du jetzt Muffe oder was? Quatsch, ich will nur nicht, dass sie uns verreckt. Alter, sag mal. Weißt du was? Hau ab, geh einfach nach Hause. Ab jetzt zieh ich das Ding alleine durch. Jetzt ist der Moment, wo du noch aussteigen kannst. Was soll denn das jetzt? Wer kam mit dem ganzen Entführungsplan um die Ecke, hä? Ich hab gesagt, ich folge euch so lange umher, bis sie dir verrät, was sie mit deinem Vater gemacht hat. Von Gewalt war nie die Rede. Wir machten immer einen auf coole Sau. Wer erzählt mir immer von irgendwelchen Straßenkämpfen in Caracas, ja? Und genau deswegen weiß ich, wie sowas abläuft. Und die Situation läuft jetzt schon aus dem Ruder. Mann! So, und jetzt kriegst du dich mal wieder ein. Die Frau ist Mutter, verdammt nochmal. Mein Vater hatte auch ein Kind, als sie ihn kalt gemacht hat. Ey, wenn wir sie jetzt ins Krankenhaus bringen, wie in so einer läpperlichen Platzwunde, dann zeigt ihr uns an, dann ist die ganze Sache gelaufen. Mann, Alter, kapier's endlich! Ich steck schon viel zu tief drin, ich kann da nicht mehr zurück. Du hast gar keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Emilio, ich will, dass sie den Mord an meinem Vater gesteht. Entweder du hilfst mir oder du haust ab. Was machen wir mit der Kleinen? Die nehmen wir erstmal mit. Also? Gehen wir. Komm! Sie wollen Marlenes Situation dafür ausnutzen? Das sollte selbst unter Ihrem Niveau sein. Niemand im Gremium wird Ihren Plan unterstützen. Oh, wer wollen denn ausgerechnet Sie das so genau wissen? Ah ja, richtig. Sie lauschen ja an der Tür bei den Gremiumssitzungen. Hm? Elisabeth hat recht. Keiner von uns wird gegen Tristan stimmen. So, das Auktionshaus steht auch nicht auf wirklich sicheren Füßen. Na, war so klar, dass du damit kommst. Lass mich raten, die Bilanzen von Forst und Immobilien passen dir auch nicht? Meine Abschlussliste ist ziemlich lang, Ansgar. Tja, ich bin eben Geschäftsmann und nach den Quartalszahlen sind die einzigen Bereiche, die momentan Gewinn machen, die Bank, Linie Clarisse Lahnstein und das Gestüt. Ja, und warum? Weil wir in diese Bereiche investiert haben. Keiner der Gesellschafter wird dich unterstützen, egal wie laut du mit den Säbeln rasselst. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, vor allem wenn wir damit anfangen, anderen Bereichen das Budget zu kürzen, um Marlenes Plattenverkäufe zu subventionieren. Du willst was? Tja, irgendwie werden wir die Verluste ja auffangen müssen. Ich bin mal gespannt, wie gut es Tanja gefällt, wenn sie ihre hart erarbeiteten Gewinne abgeben muss, damit Tristan sein kleines Hobby behalten kann. Tja, da gibt's nichts dran zu deuten. Damit wird Ansgar Kim, Sebastian und Tanja auf seiner Seite haben. Und als Vorsitzender hat er 2 Stimmen. Es wird Zeit, dass sich etwas ändert. Soll ich Ihren Stock hier in Ihr Suite bringen lassen? Nein, verbrennen Sie ihn. Es brechen neue Zeiten an. Hier. Super. Tolles Versteck, oder? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache, aber gut. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Der erzählt mir immer von irgendwelchen Straßenkämpfen in Caracas. Aber jetzt machst du einen auf Weichei? Du bist das Weichei, weil du nicht kapierst, wie schnell uns die Sache hier aus dem Ruder laufen kann. Ja, dann sorg dafür, dass nichts passiert, klar? Die Frau ist eisenhart, da beißt du auf Granit. Und zählt ihr Geständnis überhaupt vor Gericht? Solange sie nicht beweisen kann, dass wir sie gezwungen haben, hast du keine Schläge ins Gesicht. Nichts für ungut, aber du solltest in Zukunft ein bisschen weniger Thriller gucken. Hm? Also pass auf, wir brauchen was zu trinken, zu essen, vor allem für die Brüllmücke hier. Verbandszeug, Windeln. Oh, Sebastian. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder?
Sie kommen hier nicht eher raus, bis wir ein Geständnis von Ihnen auf Band haben, klar? Du kannst mich mal! Sehen Sie das da? Damit hängen Sie an der Heizung. Und wenn wir Ihnen nichts zu trinken und zu essen bringen und Ihrem kleinen Baby auch nicht, dann... Also ich würde ein bisschen freundlich bleiben und zurückhaltend sein, hm? Hey! Ihr lasst mich jetzt... Ihr lasst mich doch jetzt hier nicht allein! Scheiße. Hey, Kleine. Ich weiß, du hast es, wenn wir mit unlauteren Mitteln vorgehen, aber ich sehe bei Ansgar im Moment keine Alternative. Er ist als Vorsitzender des Gremiums untragbar. Soll heißen? Du hast recht. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen was unternehmen. Keine Bedenken mehr? Ansgar wird doch nie aufhören, die Familie zu entzweien oder euch aus der Firma zu drängen. Er benutzt dazu ja sogar Marlenes Schicksal. Das können wir nicht zulassen. Tu, was du tun musst, damit seine Willkürherrschaft ein Ende hat. Du hast meine volle Rückendeckung. Gut. Dann werden wir Clarissa ins Boot holen. Machen wir ihn fertig. Was machst du denn da? Ich habe Schmerzen. Schmerzen? Was für welche? Na, so als hätte mir jemand eins über den Schädel gehauen. Die Tür vom Hängeschrank im Bad. Schlimm? Lass mal sehen. Nee, das geht schon. Also ich muss dann auch los. Moment. Hast du mir nichts zu sagen? Ich? Ja. Nein. Eine Ihnen nahestehende Person hatte zeitnah Geburtstag. Klingelt da irgendwas? Das meinst du? Ich dachte schon, du... Und du bist ja richtig erleichtert, dass du meinen Geburtstag vergessen hast. Was ist denn los mit dir? Planst du einen Banküberfall? Ach, Quatsch. Nein. Also, Papa, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Hm? Wie wär's? Wir drei gehen jetzt im Schneiders nachfeiern. Hm? Dankeschön, aber geht ihr mal lieber allein. Okay. Also, ich bin eigentlich noch mit Emilio verabredet. Ach komm. Du verschusselst meinen Geburtstag und dann ist nicht mal ein läppisches Essen drin? Können wir das nicht irgendwie auf morgen verschieben oder so? Ich brauche nur meine Jacke. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Tanja in meiner Firma Geschichte ist. Der Gedanke gefällt mir. Man muss seine Gegner in Sicherheit wiegen. Hm. Vielleicht auch seine Verbündeten? Was wollen Sie damit sagen? Ich habe schon einige Allianzen erlebt, die zerbrochen sind, weil einer der Beteiligten die Seite gewechselt hat. Gemeinsame Feinde verbinden. Ja, ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wie lange bleibt sie weg? Eine Woche. Und ich werde jeden Tag nutzen. Hallo? Ich habe gehört, Sie lassen sich heute Abend feiern. Es wird Zeit, dass ich meinen Platz in der Düsseldorfer Gesellschaft wieder einnehme. Ich freue mich auf Ihren Auftritt. Vielleicht können Sie ja bei der Gelegenheit auch der Gattin meines Onkels ein paar Styling-Tipps geben. Ich werde sehen, was ich tun kann.
Geht's deinem Kopf eigentlich inzwischen besser? Soll ich mal nachsehen? Timo, bist du noch da? Ja, also wegen deinem Geburtstag, das tut mir wirklich leid. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich hatte einen wirklich schönen Abend. Timo, du könntest wenigstens so tun, als würdest du dich dafür interessieren, mit wem ich gefeiert habe. Tut mir leid, aber ich glaube, Emil will mir was sagen. Also ihr beide werdet ja wohl mal 5 Minuten ohne einander auskommen, oder? Also gut, eigentlich wäre dann alles geklärt, aber meinst du, dass du diesmal sitzen bleibst? Ich werde bestimmt nicht nochmal aus dem Gerichtssaal rennen. Es ist meine Chance zu erzählen, was wirklich passiert ist. An je mehr Details du dich erinnerst, desto besser. Seine Anwältin wird auf jeden Fall versuchen, dich aus dem Konzept zu bringen. Deshalb nimm dir Zeit für deine Antworten. Bleib ruhig. Und du hältst dich zurück. Keine Kommentare, keine Einwürfe, gar nichts. Und du lässt Alexander in Ruhe. Ist das klar? Ja, mach dir mal um mich keine Sorgen. Gut. Ich rufe mal schnell bei Tanja an. Sie müsste eigentlich längst in Paris gelandet sein. Und hat sich noch nicht gemeldet? Davon bin ich auch nicht ausgegangen, aber ich denke, sie geht wenigstens ran, wenn ich anrufe. Hoppla. 2 Handys? Gibst zu, du hast doch eine Bank ausgeraubt. Nee, das ist von Emilio. Und mit welchem Handy hat er dir gerade eine SMS geschrieben? Das war von Leonies Handy. Graf von Trollenfels, schön, dass Sie da sind. Justus, vielen Dank. Und wo steckt jetzt Clarissa? Ich weiß nicht. Die Königin der Nacht. Fehlen nur noch Blitz und Donner. Frau von Anstetten, bitte hier rüber. Danke sehr. Und sie zelebriert ihren Auftritt. Meine Herrschaften, hier geht's doch nicht um mich. Hallo, meine Liebe. Ein neues Kleid? Ach nö. Ich dachte, ihr kommt die erste Liga. Ach, ich freue mich auch, dich zu sehen. Clarissa, merkt dir, Königsbrunn gehört dir nicht. Du bist hier nur zu Gast. Herzlichen Dank für die wunderbare Einladung. Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Frau von Anstetten? Clarissa reloaded. Na dann, Chin Chin. Das heißt also Geschlechtsverkehr in beidseitigem Einvernehmen. Ja. Was Marlene von Lahnstein betreibt, ist Rufmord. Die Presseberichte sind erschienen, nachdem Sie Ihren Streit mit dem Manager des angeblichen Opfers hatten. Tristan von Lahnstein ist nur auf mich losgegangen, weil er eifersüchtig war. Und jetzt plädiert er auf mildernde Umstände, weil die angebliche Vergewaltigung der Grund für seinen Übergriff gewesen sein soll. Denken Sie, dass Frau von Lahnstein labil ist? Einspruch. Abgelehnt. Sie ist nie darüber hinweggekommen, dass ihre eigene Schwester ihr den Mann ausgespannt hat. Einspruch. Der Angeklagte ist doch kein Psychologe. Nach eigener Beobachtung, denken Sie, dass Frau von Lahnstein mit Ihnen geschlafen hat, um Ihrem Noch-Ehemann... Ach, das ist doch totaler Schwachsinn! Setzen Sie sich! Ich kenne Marlene von Lahnstein. Sie ist weder berechnet, noch hat sie irgendetwas getan, wofür sie sich schämen müsste. Sie hat einen Mann kennengelernt und mit ihm geflirtet. Die Grenze hat Alexander Reinsberg überschritten, als er sie vergewaltigt hat. Ruhe setzen! Sie wollte es doch genauso wie ich. Ich habe Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt! Wir danken Ihnen für Ihr Engagement im letzten Jahr. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier alle mit uns zusammen feiern. Auf die Zukunft der Jana von Lahnstein Stiftung, auf ihre alten und neuen Freunde. Hübsche Rede, findest du nicht? Und wie reizend von dir, auf Clarissa anzustoßen. Ich habe mir allerdings Gedanken gemacht, ob Elisabeth nicht vielleicht eifersüchtig würde. Meinst du nicht, sie kriegt Angst, dass du dich noch mal anders orientierst? Ich werde sie deine Empathie wissen lassen, Ansgar. Es ist mir ein besonderes Anliegen, Ihre Stiftung zu unterstützen. Wie nett von Ihnen. Ich spende 10% der Erlöse meiner neuen Kollektion. Oh, das ist aber ein überaus großzügiges Angebot. Danke. Dafür bin ich bekannt.
Synergien der Sparten unserer Firma sind uns immer willkommen. Nicht wahr, Ansgar? Ich bin ohnehin ein großer Freund von glücklichen Allianzen. Bitte schildern Sie uns, wie der Abend weiterging. Ich bin mit Alexander Reinsberg auf sein Zimmer gegangen. Wir hatten einen schönen Abend. Bis ich an Tristan denken musste. Wie hat Herr Reinsberg da reagiert? Er hat gesagt, vergiss ihn einfach. Und dann hat er einfach weitergemacht. Er wurde zudringlich? Ja. Er hat mich im Handgelenk gepackt, mich festgehalten. Ich habe ihm gesagt, dass er aufhören soll, aber er war einfach so stark. Ich konnte mich einfach nicht wehren. Dann habe ich ihn angeschrien, dass er mich loslassen soll. Aber er hat mich einfach immer fester gehalten. Er hat mich bedrängt. Er hat mir wehgetan. Dann ist es passiert. Es tut mir leid, dass Sie so viel durchmachen mussten. Daher vielen Dank, dass Sie das alles noch einmal wiederholt haben. Halt, ich möchte noch was sagen. Ja, ich sehe Ihre Blicke. Schamlos, wie die rumläuft. Kein Wunder, dass ihr sowas passiert. Aber ich sag Ihnen was. Millionen Frauen laufen jeden Tag genau so auf der Straße und sicher nicht mit dem Wunsch, einen potenziellen Vergewaltiger anzusprechen. Frauen sind selbstbewusst. Frauen flirten, genauso wie Männer. Und Frauen haben genauso ein Recht darauf. Alexander Reinsberg hat mir an diesem Abend nicht nur meine Würde genommen. Nein, er hat es auch geschafft, dass ich mich dafür geschämt habe, wer ich bin. Ganz egal, wie dieser Prozess jetzt ausgeht. Ich will einfach nur meine Würde zurück und ich möchte einfach wieder so leben, wie es mir gefällt. Das Gericht zieht sich zurück, Einen Moment noch. Ich möchte Herrn Alexander Reinsberg erneut in den Zeugenstand rufen. Einspruch. Abgelehnt. Ich rufe Alexander Reinsberg in den Zeugenstand. Das habe ich doch schon ausgesagt. Die Kratzer stammen aus einem Fechtkampf. Ja. Wer von Ihnen beiden ist eigentlich zuerst auf dieses Hotelzimmer gegangen? Waren Sie das oder war das Marlene? Sie, glaube ich. Ja, doch, das war sie. Einspruch. Wofür ist das relevant? Abgelehnt. Und hat Marlene Sie zuerst ausgezogen oder war das umgekehrt? Das weiß ich. Doch, das war ich. Gott, was soll das denn? Sie wollte es jedenfalls. Ich habe mich gewehrt. Aber du weißt ja wie von Sinnen. Du hast immer gesagt, du machst mich wahnsinnig, Lily Rose. Einspruch. Ich hatte solche Angst und alles, was ich wollte, war da raus. Ich habe mich gewehrt. Können Sie sich daran erinnern? Du machst mich ganz wahnsinnig, Lily Rose. Nein, ich weiß das nicht mehr. Aber Sie haben doch sonst ein so gutes Gedächtnis. Und daran erinnern Sie sich jetzt nicht? Nein, Herr Reinsberg, haben Sie diesen Satz gesagt? Ja, habe ich. Und Sie erinnern sich daran, dass Marlene von Lahnstein wild um sich geschlagen hat? Ja. Ja, wenn aber doch der Beischlaf so einvernehmlich war, wie Sie hier schildern, warum hat sie sich denn dann gewehrt? Sie hat geschrien. Ach, dann geben Sie also zu, dass Sie Gewalt angewendet haben, um meine Mandantin zum Sex zu nötigen? Ich
Ich wollte dir nicht wehtun. Dann geben Sie also zu, meine Mandantin vergewaltigt zu haben! Beantworten Sie die Frage. Ja, ich habe es getan. Hier. Oh, danke, du hast mir den Arsch gerettet. Ich zahle dir bis nächste Woche alles zurück. Im Bar, Ehrenwort. Na, endlich. Weißt du, wie teuer Windeln und Babynahrung sind? Kein Wunder, dass ihr keine Kinder hat. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Hast du einen Heizstrahler? Ja, aber danach war das Geld alle. Da seid ihr ja. Ich habe euch schon überall gesucht. Wir sind verabredet. Was habt ihr denn vor? Picknick. Mitten im Winter. Weil mein Vater, das ist für meinen Vater, weil ich habe doch den Geburtstag von ihm vergessen. Und naja, jetzt wird das eine große Sache, also nicht nur so ein schnelles Picknick für Kerle, sondern viel größer wird's, also ein großes Geschenk wird's. Ja. Ach so, und deswegen auch die Limo draußen vor der Tür. Seid ihr vielleicht auch zu dieser Überraschung? Erraten. Ja. So, jetzt müssen wir aber los, also wir sehen uns. Nix da. Ich komme mit. Du, das ist keine so gute Idee. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Wenn es um den Geburtstag von Ricardo geht, kann ich doch helfen. Was Timo meint, ist, dass du ihn... Ja, dass du ihn wahnsinnig an seine Mutter erinnerst. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Nein. Nee. Ihr würdet es mir doch sagen, wenn ihr Scheiße gebaut habt. Haben wir aber nicht. Ihr wollt in dem Auto eine Strip-Nummer steigen lassen. Quatsch. Timo, es wird Zeit, ihr die Wahrheit zu sagen. Ja, genau das haben wir vor. Erraten. Echt? Das finde ich total daneben. Hätte ich nicht von euch gedacht. Alter, musste das sein? Wieso? Hat doch geklappt. So, jetzt lass uns schnell zu dieser Tanja. Je schneller wir das Geständnis haben, desto schneller können wir mit dem ganzen Mist aufhören. Also von hier aus ziehen Sie die Fäden des Lahnstein-Imperiums. Heben Sie sich die Schmeicheleien doch für den alten Mann auf. Der fällt auf sowas rein. Sie haben recht. Sie haben sowas nicht nötig. Was ich allerdings nötig habe, ist eine Verbündete, auf die ich mich verlassen kann. Die haben Sie. So. Und dabei sah es eben fast so aus, als wollten Sie mit Ludwig Geschäfte machen. Ich gebe zu, ich finde ihn charmant. Aber Sie haben den Vorsitz im Gremium. Was könnte er mir schon bieten? Nichts. Was Sie nicht auch von mir bekommen können. Mal abgesehen davon, dass unsere beiden Gutmenschen moralisch gar nicht in der Lage sind, ihre Versprechen zu halten. Na dann, cheers. Auf gute Zusammenarbeit. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Alexander Reinsberg ist der Vergewaltigung schuldig. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Eine Bewährung ist nicht vorgesehen. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Jetzt wird sie müde und hungrig sein. Jetzt muss sie einknicken. Alter, jetzt komm mal wieder runter. Ey, ich will, dass sie den Mord an meinem Vater gesteht. Wenn wir den Beweis haben, ist alles cool. Wenn nicht, dann... Ja, jetzt nimm die Wumme weg oder gibst sie mir. Du hast doch keine Ahnung, wie man damit umgeht. Alter, jetzt mach die mal nicht in die Hose. Entweder diese Tanja redet oder sie hat dieses Teil hier am Kopf. Das ist eine Browning 9 mm. Halbautomat. Die geht schon los, wenn du dich nur verschluckst. Seit wann bist du so ein Klugscheißer? Hey! Sieh mich an! Hey, du sollst mich ansehen. Du beruhigst dich jetzt erstmal und kommst runter. Wir gehen da jetzt rein und ziehen das Ganze durch. Aber wir bleiben cool dabei, ja? Okay? Okay. Okay.
Marlene. Was du da heute im Gericht gesagt hast, das hat wirklich was bedeutet. Ich hoffe, du wirst dich immer daran erinnern. Sie haben meiner Tochter geholfen, dass sie endlich wieder in den Spiegel gucken kann. Danke. Marlenes Plädoyer hat den Ausschlag gegeben. Ein Hoch auf den Minirock. Tanja wird stolz auf dich sein. Er hat die Wahrheit die ganze Zeit verdrängt, weil er es einfach nicht wahrhaben wollte. Aber nach deiner Aussage, da konnte er nicht mehr lügen. Danke. Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Ohne euch alle. Jetzt ist es wohl vorbei. Genau. Und deswegen stoßen wir jetzt an. Ja. Ja, mein Schatz. Auf Marlene. Auf Marlene. Entschuldigt ihr mich einen Moment? Ich wäre gern alleine. Verschwinde endlich. Hau endlich ab! %10 der Erlöse. Für einen guten Zweck. Für Ihre eigene PR. Tätigkeit war das jedenfalls nicht. Clarissa? Ja, ist heute noch von jemand anderem die Rede? Da ist ein alter Bekannter. Er entschuldigt mich. Und dein Eindruck? Clever. Die Spinde war ein geschickter Schachzug. Hast du mit ihr gesprochen? Ansgar war im Weg. Auf eins kann man sich bei der Frau jedenfalls verlassen. Die spielt ihr eigenes Spiel. Das denke ich ja. Reizender Empfang, Elisabeth. Ups, ein Kompliment aus ihrem Mund. Wenn Sie es irgendwann mal satt haben sollten, immer an der Tür zu lauschen, könnten Sie es mit einem Partyservice versuchen. Ach, Ludwig. Vielleicht solltest du aufhören, um Clarissa rumzuscharwenzeln. Ich meine, es ist durchaus amüsant, aber es wird dir halt nichts bringen. Bastard. Was, wenn es nie aufhört? Hier können wir in Ruhe reden. Ich denke, wir haben dieselben Interessen. Vor allem haben wir dieselben Feinde. Das ist viel wichtiger. Die Jahre der Verbannung haften an ihnen. Ich erkenne das. Wir haben zu kämpfen gelernt. Bis der letzte Feind vernichtet ist. Ansgar ist als Vorsitzender des Familiengremiums nicht mehr tragbar. Und Sie wollen, dass ich Ihnen helfe, ihn vom Thron zu stoßen. Wenn ich ihm eine Straftat nachweise, muss er das Gremium verlassen. Das
Das dürfte nicht schwer sein. Ich weiß so einiges über ihn. Aber jetzt kommen wir mal zum Wesentlichen. Was ist mein Vorteil, wenn ich Ihnen helfe? Ich werde Ihre Interessen für Linie CL im Gremium unterstützen. Hey, ich will Ihnen doch nur helfen, oder habe ich mich unmissverständlich ausgedrückt? Ihr zwei lasst mich jetzt frei. Erst wenn wir Ihr Geständnis auf Band haben, klar? Hast du überhaupt irgendwie eine Ahnung, mit wem du dich hier gerade anlegst? Mit der Mörderin meines Vaters. Geh nach Hause und spiel mit deinen Puppen. Sie werden mir jetzt die Wahrheit sagen! Was, wenn nicht? Erschießt du mich dann? Großartiger Plan. Ja. Vielleicht tue ich das sogar. Hey, cool bleiben. Verdammt nochmal, ich will jetzt die Wahrheit wissen! Timo, was machst du da?